Hallo zusammen. Willkommen auf dem Kanal. Heute tauchen wir in ein spannendes Abenteuer in Deutsch ein, um euch zu helfen, euer Hörverständnis, eure Aussprache und euren Wortschatz zu verbessern. Egal ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid, dieses Video ist für euch gemacht. Ihr werdet eine unterhaltsame und realistische Geschichte entdecken, die es euch ermöglicht, eure Deutschkenntnisse zu üben, während ihr Spaß habt. Wir werden auch eine Technik namens Shadowing verwenden. Shadowing bedeutet einfach, das nachzusprechen, was ihr hört, wie ein Echo. Das hilft euch, die Laute, den Rhythmus und die Betonung der deutschen Sprache besser zu verstehen. Seid ihr bereit, es auszuprobieren? In diesem Video werden wir einer Figur in einer alltäglichen Situation folgen. Ihr werdet Dialoge hören, ihre Gefühle spüren und nützliche Ausdrücke lernen. Nach der Geschichte werde ich euch durch eine Übung führen, um die Schlüsselsätze zu üben und euch konkrete Beispiele geben, wie ihr sie in eurem Alltag verwenden könnt. Also, entspannt euch, konzentriert euch und lasst euch von der Geschichte mitreißen. Ihr werdet sehen, es ist einfach und macht Spaß. Bereitet euch darauf vor, jetzt sofort Deutsch zu sprechen. Geschichte. Es war einmal ein junger Mann namens Lukas, der in Berlin lebte. Lukas war sehr freundlich, aber auch ein bisschen zerstreut. Eines Tages beschloss er, eine kleine Stadt in Bayern für seinen Urlaub zu besuchen. Aufgeregt wie ein Kind packte er am Vorabend seine Tasche, überprüfte dreimal sein Zugticket und ging sogar früh ins Bett, um am nächsten Morgen fit zu sein. Doch als der Tag der Abreise kam, wachte Lukas mit einem seltsamen Gefühl auf, irgendetwas stimmte nicht. Als er am Bahnhof ankam, wurde ihm plötzlich klar, dass er seine Brieftasche zu Hause vergessen hatte. »Oh nein, das ist eine Katastrophe«, rief er, völlig nervös. Glücklicherweise hatte er noch etwas Kleingeld in der Tasche seiner Jacke, gerade genug, um einen Kaffee zu kaufen. Er dachte sich, dass ihn das vielleicht beruhigen würde. Im Bahnhofscafé traf Lukas auf Anna, eine charmante junge Frau, die sofort bemerkte, wie gestresst er aussah. »Du siehst verloren aus, geht es dir gut?« fragte sie freundlich. Lukas, etwas peinlich berührt, erklärte ihr seine Situation. Anna lächelte und antwortete, »Mach dir keine Sorgen, ich kann dir helfen. Du kannst jemanden anrufen, um deine Brieftasche zu holen.« Das klang einfach, aber Lukas, in seiner Nervosität, wusste nicht mehr, wie er die Situation richtig am Telefon erklären sollte. Er versuchte, seine Nachbarin anzurufen, aber er stotterte so sehr, dass sie Schwierigkeiten hatte, ihn zu verstehen. »Beruhige dich«, riet ihm Anna. »Atme tief durch und sprich langsam. Sag einfach, »Hallo, ich habe ein kleines Problem, könntest du mir helfen?« Lukas folgte ihrem Rat und schaffte es schließlich, sich klar mit seiner Nachbarin zu verständigen, die zustimmte, ihm seine Brieftasche zum Bahnhof zu bringen. Während er wartete, sprachen Anna und er über ihre jeweiligen Reisen. Sie erzählte ihm, dass sie es liebte, kleine deutsche Städte zu erkunden,
weil man dort immer versteckte Schätze fand. Lukas, inspiriert von ihren Geschichten, begann zu träumen, welche Abenteuer er in Bayern erleben könnte. Als die Nachbarin von Lukas endlich ankam, war sie außer Atem, aber lächelte. »Du bist wirklich zerstreut. Aber zum Glück bist du sympathisch«, sagte sie und gab ihm seine Brieftasche. Lukas bedankte sich herzlich bei ihr und bot Anna einen Kaffee an, um sich ebenfalls zu bedanken. »Ich danke dir unendlich, ohne dich wäre ich immer noch am Panikmachen«, sagte er mit einem schüchternen Lächeln. Nach diesem Vorfall stieg Lukas in seinen Zug, erleichtert, aber auch ein wenig amüsiert über die Situation. Er erkannte, dass manchmal unerwartete Ereignisse zu reichen Begegnungen führen können. Und dank Anna hatte er nicht nur seine Brieftasche zurück, sondern auch einige nützliche Phrasen gelernt, um ruhig und höflich in jeder Situation zu bleiben. Die Reise hatte gerade erst begonnen, und Lukas fühlte sich bereit, was auch immer kommen würde, mit etwas weniger Zerstreutheit, hoffte er. Sprachübersicht. Jetzt, da ihr Lukas' Geschichte gefolgt seid, ist es Zeit, einige Schlüsselausdrücke und Phrasen herauszuarbeiten, die euch in ähnlichen Situationen sehr nützlich sein werden. Wir werden gemeinsam an diesen Wörtern und Ausdrücken arbeiten, um euren Wortschatz zu erweitern. Wiederholt nach mir, um eure Aussprache zu verbessern. Erster, das ist eine Katastrophe. Dieser Ausdruck bedeutet, dass eine Situation wirklich schlimm oder problematisch ist. Zum Beispiel, wenn ihr eure Schlüssel verliert oder etwas Wichtiges vergesst, könnt ihr sagen, oh nein, das ist eine Katastrophe. Wiederholt nach mir, das ist eine Katastrophe. Zweiter, macht dir keine Sorgen. Ihr könnt es verwenden, um jemanden zu beruhigen oder euch selbst zu beruhigen. Zum Beispiel, ich habe meine Brieftasche nicht, aber mach dir keine Sorgen, ich finde eine Lösung. Wiederholt nach mir, mach dir keine Sorgen. Dritter, atme tief durch. Diese Phrase ist perfekt, um jemandem oder euch selbst zu raten, sich zu entspannen. Wenn ihr vor einer Prüfung oder einer Präsentation gestresst seid, versucht zu sagen, atme tief durch. Wiederholt nach mir, atme tief durch. Vierter, könntest du mir helfen? Eine höfliche Art, um Hilfe zu bitten. Ihr könnt sie in jeder Situation verwenden, in der ihr Unterstützung braucht, wie im Restaurant, im Laden oder sogar am Bahnhof. Zum Beispiel, Entschuldigung, könntest du mir helfen, den Ausgang zu finden? Wiederholt nach mir, könntest du mir helfen? Fünfter, ich danke dir unendlich. Zum Beispiel, ich danke dir unendlich für deine Hilfe heute, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Wiederholt nach mir, ich danke dir unendlich. Sechster, du bist total zerstreut. Dieser Ausdruck beschreibt eine Person, die unaufmerksam oder vergesslich ist, wie Lukas in unserer Geschichte. Ihr könnt mit einem Freund scherzen und sagen, du hast dein Telefon schon wieder vergessen? Du bist total zerstreut. Wiederholt nach mir, du bist total zerstreut. Nehmt euch Zeit, diese Phrasen mehrmals zu üben. Versucht,
sie in eurem täglichen Leben zu verwenden, sei es in einer imaginären Unterhaltung oder einfach, um euch auf Deutsch auszudrücken. Je natürlicher ihr sie integriert, desto selbstbewusster werdet ihr. Los geht's, wiederholt sie noch einmal. Und das war's, das Ende dieses Abenteuers in Deutsch. Ich hoffe, ihr habt Lukas' Geschichte genossen und ein paar neue nützliche Ausdrücke gelernt. Vergesst nicht, dass Deutsch, wie jede Sprache, am besten durch regelmäßige Praxis gelernt wird. Setzt also das, was ihr heute gelernt habt, in die Tat um, versucht, diese Phrasen in euren Gesprächen zu verwenden oder sogar vor dem Spiegel. Je mehr ihr sie wiederholt, desto natürlicher werden sie. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, um mir mitzuteilen, was ihr davon haltet. Zum Beispiel, schreibt einen Satz mit „Ich danke dir unendlich" oder erzählt mir eine kleine Geschichte, in der ihr total zerstreut wart. Ich lese alle eure Nachrichten und liebe es, mit euch zu interagieren. Und natürlich, wenn ihr neu hier seid, abonniert den Kanal, um keine weiteren Abenteuer in Deutsch zu verpassen. Jedes Video bietet eine neue Gelegenheit, Fortschritte zu machen, während ihr Spaß habt. Zum Schluss merkt euch, dass jede kleine Anstrengung zählt. Selbst wenn ihr Fehler macht, ist das normal und sogar notwendig, um zu lernen. Wie Lukas könnt ihr einen stressigen Moment in eine reiche Gelegenheit für Begegnungen und Entdeckungen verwandeln. Also, sprecht weiter Deutsch, hört zu und erkundet die Sprache. Ihr seid auf dem richtigen Weg, und ich bin stolz darauf, euch auf dieser Reise zu begleiten. Bis bald für eine neue Geschichte und neue Wörter. In der Zwischenzeit übt, lächelt und vor allem sprecht Deutsch. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.